Zurück aus Japan, diesmal auch mit Gepäck, aber das ist eine Geschichte für ein ganz anderes Video und im Gepäck im weitesten Sinne mit dabei. Viele spannende Interviews, davon habt ihr nämlich bisher noch gar nichts gesehen. Wir haben die Messe genutzt, um uns mit ein paar Leuten zu unterhalten. 5 Interviews waren es insgesamt und ein Thema dreht sich um das hier. Also nicht um das Wildrucksobjektiv, sondern um Drittherstellerobjektive für Canon RF. Was Tamron dazu sagt, was Sigma dazu sagt und was Fujifilm indirekt zu dem Thema zu sagen hat, das erfahrt ihr jetzt im Video. Dieses Video wird euch präsentiert vom ISO Color Edge CG 2700S. Präzise Farben, flexible Anschlussmöglichkeiten. Bevor es losgeht, 2 ganz wichtige Sachen. Nummer 1, ich konnte leider kein einheitliches Format für die Interviews durchdrücken. Das heißt, ich konnte nicht überall filmen. Bei Tamron, bei Sigma glücklicherweise für dieses Video konnte ich es machen. Das passt also sehr gut. Bei den anderen Firmen leider nicht. Teilweise durfte ich ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen, um das Ganze dann zu transkribieren. Das heißt, ich habe den Text oder es wurden mir im Nachgang nochmal die formulierten Antworten zugeschickt. Das heißt, da kann ich zitieren. Bei Fujifilm in dem Fall leider nicht. Da habe ich das so mitgeschrieben. Ich bin natürlich auch kein Stenograf. Das heißt, ich habe das so inhaltlich, was haben Sie gesagt, für mich als Stichpunkte schnell mitgetippt. Ihr müsst also im Falle von Fujifilm darauf vertrauen, dass ich das wiedergebe, was Fujifilm mir gesagt hat. Und Nummer 2, die Interviews wurden in Englisch geführt. Das heißt, weder für mich noch für die Kolleginnen und Kollegen in Japan ist das die Muttersprache. Also legt vielleicht einfach nicht jedes Wort auf die Goldwaage und sucht da das kleinste Haar in der Suppe im Sinne von, die haben das und das so und so gesagt. Und ihr müsst, weil das Thema Canon RF für Dritthersteller ein bisschen heikel ist, jetzt auch zwischen den Zeilen lesen. Den Anfang macht in diesem Fall Sigma. Da hatte ich die sehr tolle Möglichkeit, mit dem CEO zu sprechen. Und was er gesagt hat, Yamaki-san, das erfahrt ihr jetzt. We are aware that there are great demand for the Sigma R-mount lenses. I travel a lot and visited many dealers all over the world. To understand the market situation. Every time I visit retailers or press people or some photo club, everybody asks the same question. We are very aware. And also we believe it's our mission to support as many camera systems as possible. So I personally really want to support those customers, but we need to investigate the market. We need to investigate and see the market situation. And if there is an opportunity for us, I would definitely like to support the customers. Ihr merkt so langsam, was ich damit meine. Man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also ich tippe mal, das hieß in etwa so viel übersetzt, wie man wartet darauf, dass man es machen darf. Es war übrigens ein richtig interessantes Interview. Wir haben noch über viele andere Themen gesprochen. Wir werden das hier auf dem Kanal auch demnächst verfügbar haben für die Kanalmitglieder unter euch. Die können natürlich jetzt schon reinschauen und das Interview oben, sogar in den Extended Cut, wo es noch ein paar Zusatzfragen gibt, die jetzt inhaltlich nicht wirklich was mit der Messe zu tun haben, sondern eher so ein paar kleine Anekdotengeschichten. Wie gesagt, super interessantes Interview. Wenn ihr Kanalmitgliedschaft habt, schaut gerne oder auf jeden Fall schon mal rein. Und der Rest muss ich noch vielleicht 2, 3, 4 Wochen gedulden, bis das dann auch für alle hier online kommt. Weiter geht's mit Tamron. Hier hatte ich die Chance, mit Tomoaki Tsunoyama zu sprechen. Auch hier die Aussage relativ ähnlich. Well, it's a hard question, as you imagined already. Unfortunately, we cannot say anything that if it's going to happen or not. But we will consider. And of course, we will watch closely the market, what the market is demanding. We will watch closely and we'll make our decision. Auch das Interview könnt ihr übrigens demnächst oder die Leute mit Kanalmitgliedschaft schon jetzt in voller Länge sehen. Auch das sehr interessant. Hier auch weitere Themen angeschnitten, warum man zum Beispiel einen 28 bis 75 mm gebracht hat und keinen 24-70, wie es klassisch wäre. Und ob die Strategie am Ende aufgegangen ist. Also wie gesagt, auch da könnt ihr euch auf einiges freuen oder jetzt natürlich schon reinschauen. Zum Schluss, ich hatte ja schon eingangs erwähnt,
Ich habe auch mit Fujifilm über das Thema gesprochen. Eigentlich überhaupt nicht die Intention gehabt, das hat sich eher so im Gespräch ergeben. Wir haben so ein bisschen über Fujifilm X und wie hat sich das ganze System so entwickelt. Da war ja letztes Jahr das 10-jährige, letztes oder vorletztes Jahr, das 10-jährige Jubiläum vom X-System. Ich wollte einfach fragen, wie läuft's so? Und man hat ja erst vor kurzem angefangen, auch den X-Mount zu öffnen. Da sind ja einige Firmen reingekommen, Sigma, Tamron unter anderem und wie das halt so lief. Und da kam von Fujifilm selbst aus die Aussage, ohne dass ich jetzt danach gehakt hätte, dass mit der Öffnung des Fujifilm X-Systems für andere Dritthersteller sogar der Verkauf der eigenen Objektive gestiegen ist, weil man dadurch, dass es halt mehr Drittherstellerobjektive gibt, auch mehr Kameragehäuse verkauft hat. Und das heißt, das, was man potenziell verlieren würde an Verkäufen, weil natürlich ein paar Leute Sigma und Tamron Objektive holen, hat man sogar wieder rauskompensiert damit, dass das ganze System beliebter wurde. Man hat mehr Kameragehäuse verkauft und damit halt auch wieder mehr eigene Objektive. Also eigentlich eine Win-Win-Situation, in dem man, also es gibt natürlich Verlierer im Sinne von, man nimmt natürlich anderen Firmen Marktanteile weg, aber ihr merkt schon, für die Firma, für Fujifilm selber, hat es absolut Sinn ergeben, diesen Schritt, das System zu öffnen. Und das könnte ja auch mal das Canon Headquarter drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht mehr Kameras verkauft und wenn man mehr Kameras mit Canon RF Bayonet verkauft, vielleicht auch mehr eigene Objektive nochmal los wird. Nur so ein kleiner Denkansatz, der anscheinend, oder nicht nur anscheinend, der offenbar sogar sehr, sehr gut funktioniert. Das war's mit diesem Video zum Thema CP Plus Interviews. Wir haben aber noch jede Menge interessantes Zeug. Unter anderem Lieferkettenproblematik rund um das Thema Corona. Hat sich das alles jetzt schon wieder gelegt? Was können die großen Kamerahersteller oder was kann die ganze Kameraindustrie von dem Erfolg von Smartphone-Fotografie lernen? Und. Und wie gesagt auch nochmal die beiden Einzelinterviews. Das Nikon-Interview gibt es dann auch nochmal im vollen Transkript demnächst. Also ihr merkt, da kommt noch jede Menge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke. Und wenn ihr ganz nett seid, lasst doch für dieses Video einen Daumen nach oben da. Das wäre auch ganz toll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.